Herzlich willkommen, meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer, zum Test der neuen Triumph Tiger 1200, die, so wie ihre Vorgängerin Tiger Explorer, in sehr vielen Versionen angeboten wird wieder. Ich versuche jetzt da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und vielleicht erkennt ihr schon am Namen Triumph Tiger 1200, diese beiden Modelle, Vorgängerin Triumph Tiger Explorer. Der Name wurde geändert, das heißt, es wird versucht, da nicht nur eine kleine schöne Kosmetik zu machen, sondern es sind wirklich 100 Verbesserungen an den neuen Tiger 1200 Modellen und darüber erzähle ich euch gleich ein bisschen mehr. Ihr seht hier die beiden Modelle, die ich fahren durfte. Rechter Hand, also für euch linker Hand, Triumph Tiger 1200 XRT und linker Hand von mir aus, von euch rechter Hand, die Triumph Tiger 1200 XCA. Es gibt auch eine XR, das ist die Basisversion und die ist auch sehr schnell abgehakt. Die ist nämlich der absolute Einstieg und da glauben auch die Triumph-Leute, dass sie nicht unbedingt viel davon verkaufen, aber es ist meiner Meinung nach schlau, so ein Modell im Programm zu haben. Die normale Triumph Tiger 1200 XR hat zwar auch viele Verbesserungen zum alten Modell Tiger Explorer. Also ich habe gefragt, ist das jetzt vielleicht die alte Explorer? Nein, nein, der Motor hat auch die ganzen Verbesserungen, die er in allen Tiger 1200 Modellen bekommen hat. Es ist allerdings nur eine Traktionskontrolle und ein ABS der herkömmlichen Art. Es ist ein normales LC-Display verbaut und sie wird auch jetzt nicht so viel kosten wie die anderen. Das heißt, eigentlich ein schlauer Einstieg für Leute, die sich vielleicht eben nicht leisten können, nicht leisten wollen und die den ganzen Elektronik-Schnickschnack nicht unbedingt brauchen. Damit ist die XR aber eigentlich auch schon abgehakt. Wird in Deutschland, glaube ich, 14.700 € kosten. Österreich-Preise. Lest euch dann bitte den Bericht durch, den ich schreiben werde. Da werde ich das dann wirklich genauestens mit den Preisen aufschlüsseln. Aber die XR-Version als Einstieg knapp unter 15.000. Da konkurriert sie, sage ich mal, mit der KTM 1090. Die haben da eigentlich ein eigenes Modell unter der 1290 bringen müssen. Triumph macht das mit der Tiger 1200 XR. Also ich deute da auf die hin, es stimmt ja gar nicht, weil das sind die Top-Modelle. Es gibt dann neben der normalen Tiger 1200 XR als Einstieg auch noch eine XRX und eine XCX. Die sind schon um einiges besser ausgestattet. Die bekommen ein 5 Zoll Farbdisplay, die bekommen mehr Riding Modes als die normale XR, die hat nur 3. Diese Modelle haben dann schon 4 Riding Modes und damit sind wir dann eigentlich auch schon bei den Top-Modellen XRT und XCA und die haben dann 5 Riding Modes und 6 Riding Modes. Ja, ich komme dann gleich zu allem, was neu ist an diesen beiden Modellen. Aber wie gesagt, 100 Verbesserungen, sagt Triumph, wurden getätigt. Das heißt, mit Verbesserungen meinen die nicht nur irgendwas Kosmetisches, dass eine Schraube, die silber war, jetzt schwarz ist, sondern es wurde wirklich viel gemacht. Und ich fange gleich beim Triebwerk an. Man könnte meinen, nicht viel vorher hat sie 139 PS gehabt, jetzt hat sie 141, aber da wurden schon einige Teile verbessert. Es ist eine kleinere Schwungmasse drinnen, es ist alles ein bisschen harmonischer, die Einspritzung noch einmal verbessert und der typische Reihen-Dreizylindermotor in der 1200er, 1215 Kubik, jetzt eben 141 PS bei 9350 Umdrehungen, 122 Newtonmeter Drehmoment bei 7600 Umdrehungen. Also Schmalz ist vorhanden und ich bin unlängst in mich gegangen. Ich habe mich 2 Minuten konzentriert, mehr ist bei mir fast nicht möglich und habe mir gedacht, der Dreizylinder, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich mag am liebsten den Zweizylinder und am Vierzylinder mag ich dieses seidige, diese, was weiß ich, sagen wir 1100er CB Hondas, die so seidig von unten kommen. Und der Dreizylinder ist einfach irgendwo dazwischen, näher am Vierzylinder, aber dann doch räudiger. Und bevor ich die gefahren bin, habe ich mir gedacht, weiß nicht, der Dreizylinder. Aber heute war ich restlos begeistert, wieder mal. Die PS 141, die reichen wirklich absolut. Also das geht gut, das geht von unten, der Sound auch gut, weil die Topmodelle haben Aero-Auspuffanlagen drauf, die
gut klingen, aber nicht zu laut. Also man könnte fast meinen, ein bisschen mehr Sound wäre bei der Aero-Anlage schon drinnen gewesen. Aber okay, man muss ja die gesetzlichen Limits einhalten. Und ja, von der Leistung her, also ich habe ja die KTM 1290 Super Adventure S als Dauertester gehabt und die mit ihren 160 PS, da ist oben dann vielleicht noch ein bisschen mehr, aber souverän ist dieser Motor mehr. Also das ist wirklich so etwas, wo man auf langen Strecken sicher auch viel Spaß hat. Und so wie wir es heute gefahren sind, die beiden, ich bin ein bisschen mehr auf der XRT gefahren, die XCA bin ich dann sozusagen die letzte Stunde gefahren, ist aber auf der Straße, muss man sagen, nicht viel weil die XCA grundsätzlich die geländeorientiertere Variante kostet dann auch in Deutschland ganz knapp unter 20.000 Euro, 19.800. Und die XRT, die kostet um 1.200 weniger in Deutschland, wohlgemerkt. Warum so viel? Ja, also andere Felgen. Da haben wir Speichenfelgen bei der XCA und bei der XRT haben wir die Gussfelgen. Andere Fußrasten, Sturzbügel, ein Motorschutz unten. Also schon ein paar Kleinigkeiten, die sich zusammenleppern und diesen Preis rechtfertigen. Aber eben von der Fahrerei her, weil gleiche Reifendimension, 120, 70, 19 Zoll vorne, 170, 60, 17 Zöller hinten, aber bei beiden gleich. Also bei der KTM ist das ja unterschiedlich, da hat diese R-Version, die noch mehr Gelände können soll, ein größeres 21er Radl, das ist bei Triumph nicht so. Die XCA hat nur ein 19 Zoll Rad, so wie die straßenorientiertere XRT. Aber Triumph hat uns auch ehrlich erklärt, es fahren sehr wenig Leute ins Gelände. Allerdings sehr wohl glaubwürdig durch einen zusätzlichen Riding Mode. Also wir haben Rain, Road, Sport und Offroad. Dann haben wir auf den Top-Modellen einen frei konfigurierbaren Rider Mode. Und wir haben eben auf der XCA auch noch einen Offroad Pro Mode. Und eigentlich witzig, wenn man jetzt nicht bedenken würde, dass das Fahrwerk sich dann in einen Offroad-Modus umstellt. Der Offroad Pro-Modus schaltet dann nämlich ABS und Traktionskontrolle aus. Das heißt, wir müssen jetzt schon langsam umdenken, dass uns Dinge, wo einfach dann alles abgeschalten wird, als neuer Modus verkauft wird. Nein, es verstellt sich auch am Fahrwerk was, weil beide Modelle besitzen das gleiche Fahrwerk, knapp über 190 mm Federweg vorne hinten, ein WP-Fahrwerk. Und ich muss schon sagen, ich kenne es eigentlich aus der KTM 1290 Super Adventure S. Es ist das semi-aktive Fahrwerk von Triumph T-SAS genannt, also Triumph Semi-Active Suspension. Funktioniert tadellos und stellt sich in den verschiedenen Riding Modes dann auch wirklich um und kann sehr einfach über einen 5-Wege-Joystick verstellt werden, indem man einfach nach rechts drückt, um sich diesen Modus zu wählen, um sich die Einstellungsmöglichkeit für die Dämpfung zu wählen. Und dann kann man ganz leicht mit rauf und runter in 8 verschiedenen Stufen in jedem Modus, wo man auch gerade fährt, die Dämpfung noch einmal weicher oder härter machen. Und da spürt man wirklich einen Unterschied. Und das macht meiner Meinung nach schon ein bisschen was her, wenn man sich dann noch so viel sozusagen selbst konfigurieren kann. Wir haben auch, und das behält Triumph bei der neuen Tiger 1200 bei, glücklicherweise meiner Meinung nach, ein elektrisch verstellbares Windschild. Wenn jetzt wer sagen würde, wozu brauche ich auf einer Enduro ein elektrisch verstellbares Windschild? Das ist ja kein fetter Tourer. Nein, aber ich bin drauf gekommen, wie oft ich eigentlich, weil es sich so leicht bedienen lässt, das Windschild verstellt habe. Also es ist schon sehr angenehm, wenn man da einfach in den Modus geht und einfach rauf und ein bisschen rund, ein bisschen variiert, weil
um wieder mit der KTM 1290 Super Adventure S zu vergleichen. Da habe ich es eigentlich immer gleich gelassen, weil das so unfassbar schwergängig für mich zu bedienen war. Ich weiß, viele tun sich da offensichtlich leichter, vielleicht habe ich zu wenig Morch in meinen Händen, aber diese elektrische Verstellung, tipptopp, echt geil. Das Display an sich, da auch eine sehr übersichtliche Anzeige. Wir haben einen Tempomaten bei den Top-Modellen fix drauf, der sich sehr einfach bedienen lässt. Es ist nicht ein Einknopfsystem, sondern man aktiviert ihn und kann ihn dann schneller stellen oder langsamer durch Gas wegnehmen bzw. Bremsen. Ist er auch wieder deaktiviert, auch durch Schalten eben. Getriebe, sage ich mal, relativ leichtgängig, was die Top-Modelle XCA und XRT für mich vor allem heute hier in Spanien, Straßen rund um Almeria, wieder traumhaft. Letztens war ich ja in Italien bei einer Ducati-Veranstaltung, Monster 821, Straßen dermaßen schlecht. Und hier in Spanien bin restlos begeistert, wie gut die Straßen da sozusagen funktionieren, wie geil da der Grip ist. Muss man aber auch sagen, die Metzeler Tourance Next, in dem Fall auf beiden montiert, daher auch so wenig fahrerische Unterschiede. Morgen, so Gott will und das Wetter einigermaßen hält, könnten wir noch eine kurze Offroad-Tour fahren, wobei sie gemeint haben, mit den dicken Schiffen, wenn es arg schifft morgen, werden wir es uns sparen. Wenn ich noch was machen kann, werde ich es in das Video einbauen. So, meine Lieben, nun doch im Gelände unterwegs gewesen, obwohl es über Nacht fest geschifft hat, und hier auf der Rennstrecke in Almeria, wo wir den Offroad-Kurs gestartet sind, es auch einfach dann schon wieder zum Regnen angefangen hat. Aber das war den Triumph-Leuten offensichtlich blunzen egal. Die wollten uns unbedingt die XCA Tiger 1200 Offroad präsentieren und haben sie auch durchgezogen. Am Anfang habe ich gesagt, naja, ich weiß nicht, dann bin ich ganz dreckig, wenn es gatschig ist. Es war eh nicht gatschig, es war auch nicht staubig, es war gut. Es waren so ein paar kleine Sandpassagen und ich muss immer wieder sagen, ich muss nicht, aber ich mache es einfach. Ich bin fix kein Crack im Gelände, und vor allem solche schweren Trümmer unter Anführungszeichen sind natürlich für Leute, die viel Offroad fahren mit leichteren Maschinen, schon eine Herausforderung, weil das einfach sich nicht so leicht um die Kurven werfen lässt. Aber ich bin da, glaube ich, ganz gut geeignet, weil ich bin ein Beißer und wenn einmal was ist, dann gebe ich einfach noch ein bisschen mehr Gas, dass ich da durchkomme. Sandpassagen, da rudert es ein bisschen herum. Pirelli Scorpion Trail Bereifung, und das hat alles eigentlich auch richtig gut funktioniert, und eben diese verschiedenen Modi. Auf der XCA gibt es derer ja 6, und ich habe dann auch probiert eben diesen Offroad Pro Modus, wo angeblich doch ein bisschen ABS vorne dran ist, aber Traktionskontrolle ist ganz abgeschalten, und das elektronisch selbstjustierende Fahrwerk von WP, dieses T-SAS Triumph Semi-Active Suspension System. Das hat auch richtig gut funktioniert, also das hat gepasst. Und was ich eben bei der XRT bzw. XCA, die beiden Topmodelle, und auch die XRX und XCX Modelle habe ich vergessen zu erwähnen, weil ich gesagt habe, die normale XR hat nur ein ABS und nur eine Traktionskontrolle herkömmlich. Da haben wir eine IMU drinnen in den besseren Modellen, eine Inertial Measurement Unit, und das regelt sozusagen alles, weshalb wir eben ein Kurven-ABS haben auf den besser ausgestatteten Modellen, und auch eine Gyrosensor gesteuerte Traktionskontrolle. Also das sei noch erwähnt, dass diese besser ausgestatteten Modelle eigentlich alle 6 über der normalen XR das haben. Die niedrigere Sitzvariante der XRX, sage mal, fürs Gelände so und so nicht so geeignet, und es gibt eben auch keine niedrigere XCX bzw. XCA. Aber diese Dinger hier, die wir mit den Stollingern ausprobieren durften, das hat richtig Spaß gemacht, das hat richtig gut funktioniert, eben auch so schwere Brocken, und vor allem eben für mich, der ich ja nicht der gewiefteste Offroader bin, hat das trotzdem gut funktioniert und der flott durchgerauscht. Und ja, das war es eigentlich zum Offroad-Teil, der dann doch überraschend kam, aber jetzt wieder Sonnenschein. Shuttle geht aber in 5 Minuten, also ich habe jetzt auch nichts mehr davon, aber wurscht. Ich schätze mal, dass im Video es jetzt wieder zu den Straßenversionen bzw. zu den straßenbereiften XCA und XRT geht, dass ich es noch schaffe. Wie auch immer,
bei beiden extrem viele Features drauf, auf den Top-Modellen eben, auf den XRX bzw. XCX-Modellen auch schon sehr, sehr viel angenehmes Zeug drauf. Aber hier dann auch noch, genau, beim Tempomat war ich, Griffheizung dabei, also das überhaupt auch sehr angenehm. Direkt am Griff dran ein kleiner Knopf, mit dem ich die Griffheizung einschalte. Die ist dann in der höchsten Stufe, kann dann noch 2 niedrigere Stufen haben beim Draufdrücken und dann schalte ich es wieder aus. Also es ist steppensicher und der Sattel ist auch geheizt, den kann ich genauso regeln mit einem Knopf da oben. Also das auch so meiner Meinung nach eine gute Mischung aus durch diesen 5-Wege-Joystick kombiniert zwar, dass ich mit dem alles bediene, aber dann doch noch einzelne Druckknöpfe, die mir sozusagen helfen, den Überblick zu bewahren, weil alles mit einem Knopf zu bedienen, ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Und das haben sie bei Triumph echt gut hinbekommen. Und wir haben ein Keyless, also ich sage Keyless Go System, heißt bei Triumph anders. Schlüssel bleibt in der Tasche, funktioniert eigentlich so wie bei den Konkurrenzprodukten auch. Der einzige Unterschied zum Beispiel zur KTM ist, dass ich einen extra Knopf habe für das Lenkradschloss. Da drücke ich dann drauf. Bei der KTM ist es der Knopf, der die Elektronik sozusagen aktiviert. Bei der Triumph ist es einfach der Notausschalter bzw. der Starterknopf, den ich eben nach unten drücke oder nach oben drücke. Je nachdem, wie man das macht, wie man das will. Ja, wie gesagt, Fahrwerk habe ich mich wohl gefühlt hier auf den guten Straßen, aber auch auf den, manchmal lässt sich nicht vermeiden, sind schlechtere Straßen dabei. Durch diese schnelle Adaption, durch dieses semi-aktive Fahrwerk sehr angenehm. Sitzposition überhaupt. Es ist nun mal ein Tourenmotorrad, es ist eine Touren-Enduro, eine Reise-Enduro. Und dementsprechend die Sitzposition einfach so angenehm aufrecht. Und ich muss ehrlich sagen, gut, ich bin auch schon ein bisschen bequemer, aber wie flott man mit sowas anrauchen kann. Also wir sind da heute, glaube ich, schon relativ flott gefahren. Unser Guide ist da relativ angenehm vorgefahren. Der war mehr auf der anderen Straßenseite als auf unserer. Das war irgendwie witzig zum Anschauen, aber der wollte noch flotter sein. Wir sind ein bisschen besser ausgefahren und so. War aber doch eine flotte Fahrerei. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich so schnell fahren kann mit so einer gemütlichen Sitzposition, muss ich mir es doch nicht geben, dass ich mich da irgendwie so überhäng, lang gespannt auf irgendeinem Sportler womöglich. Also ihr wisst das, mir taugen diese Adventure Bikes extrem, vor allem wenn die so gut funktionieren und so mörderisch abgehen wie eine Triumph Tiger 1200. In diesen 2 Top-Versionen richtig geil. Das Windschild selbst bei beiden Modellen, jetzt seht ihr den Unterschied nicht, die sind ein bisschen höher, das nennen sie Touringscheibe. Die XRX und XCX bzw. XR haben ein bisschen ein niedrigeres Windschild. Das hat für mich, ich habe ein bisschen einen längeren Oberkörper, war das in der höchsten Position auch noch fahrbar, weil ich da auch noch drüber schauen kann, aber im argen Kurvengewirr habe ich mir es dann runtergestellt, weil da muss man ein bisschen aufrechter sitzen. So habe ich mir es runtergestellt. Eben durch diese elektrische Verstellung extrem leibend. Also wirklich super zum Verstellen und man muss nirgends zu einem Hebel hingreifen, zu einem Radl hingreifen. Sehr geil, sehr gut. Gewicht haben sie eingespart zur Explorer. Bei der XCA das meiste Gewicht, glaube ich, mit 11 Kilo, bedingt durch eben andere Motorinnereien, ein paar geänderte Motorinnereien. Der Aero-Auspuff, der bessere, spart schon 2,1 Kilo. Batterie spart 2,6 Kilo. So kommt man halt dann auf seine 11 Kilo. Bei der XRA sind es, glaube ich, knapp 10 Kilo. Also das ist jetzt zwar nicht viel, aber meiner Meinung nach eine wirklich gute Weiterentwicklung. Es ist jetzt nicht die Neuerfindung der großen Tiger, aber wie schon erwähnt, Tiger Explorer, das Explorer kommt nicht mehr vor im Namen. Es ist offensichtlich von Triumph aus klar, dass die beiden oder dass die ganzen großen Tiger 1200 zum Exploren gedacht sind. Und ja, wie gesagt, egal ob man jetzt das straßenorientiertere Modell oder das geländeorientiertere Modell, wobei das eben andere Hersteller noch mehr zelebrieren, die Geländetauglichkeit, egal welches man nimmt, man ist auf weiten Reisen echt gut bedient. Und abschließend, weil es für mich ja auch immer was sehr Wichtiges ist, die Optik. Auf den Bildern habe ich mir noch gedacht, ist jetzt nicht so viel zu den Explorern, aber diese Teile hier, diese Metalloptik-Teile, die schauen schon
besser aus. Also ich habe immer befunden, dass die Tiger Explorer der BMW R1200 GS schon sehr nachempfunden ist. Und das ist es jetzt meiner Meinung nach nicht mehr, weil die GS nach wie vor mit ihrer Zerklüftetheit zelebriert dieses Kantige. Und bei der Tiger 1200, bei der neuen, ist das an den Seiten schöner. Die Scheinwerfer bleiben ihrer Linie treu, aber schauen auch geiler aus. Wir haben auch ein Kurvenlicht an den Top-Modellen, habe ich vergessen. Ist nicht überall Serie, sage ich mal, bei den Top-Modellen der anderen Hersteller, ist aber immer mehr im Kommen. Triumph springt auf den Zug, macht das auch. Scheint, wir sind im Hellen gefahren, ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich habe es bei den Kollegen gesehen, wenn sie sich in die Kurve geneigt haben, bei den Foto- und Videokurven, hat man gesehen, ja, es ist bei gewissen Schräglagen dann ein Zusatzscheinwerfer aktiv und es gibt 4 verschiedene Stellungen, also 4 verschiedene LEDs, die zusätzlich aufleuchten, Voll-LED rund um die Beleuchtung, und da kommt ein 4. LED noch dazu. Ein Infiniti, gefällt mir gut. Geiles Auto, irgendein FX Infiniti, der darf durchfahren, ist in Ordnung. Jedenfalls Voll-LED-Beleuchtung rundum. Bei den Top-Modellen haben wir auch noch solche Nebelscheinwerfer und genau, das Kurvenlicht. Es gibt 4 LEDs, die dazukommen, bei anderen Herstellern sind es nur 3. Ich glaube, da brauchen wir jetzt keine Haarspalterei betreiben, das ist egal. Das hat Triumph jedenfalls auch auf der neuen Tiger 1200, auf den neuen Tiger 1200 Modellen, auf den Top-Modellen, auf der XR eben nicht, das Einstiegsmodell, aber wie gesagt auch eine gute Idee, etwas für den Einstieg zu bringen, das ja preislich dann über 5.000 € vom Top-Modell entfernt ist. Da werden sich halt viele denken, ja, ich brauche den Vierlefanz nicht, aber ich brauche ihn schon. Also wenn es das sozusagen drauf gibt, dann will ich es haben. Die Tiger 1200 Modelle, die beiden, die ich fahren konnte, richtig gute Motorradeln. Wie gesagt, vom Preis her schon im Rahmen, so wie die Konkurrenz halt. Man hebt sich nicht da jetzt mörderisch ab. Und das Motorenkonzept, der Dreizylinder, der Rein-Dreizylinder, das ist halt Triumph. Das können die richtig gut. Der Motor eben noch besser als bei den Vorgängermodellen, bei den Explorern. Ja, was kann ich noch sagen? Nicht mehr viel. Ich bin sozusagen am Ende. Sind richtig schöne Reisegeräte. Gebt ihnen einen Daumen hoch, wenn euch meine Präsentation gefallen hat. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ich euch nicht zu viel geschwafelt habe, sondern auch wirklich Inhalte geliefert habe. Abonniert unseren YouTube-Kanal und schaut euch unsere anderen Videos an. Eines von vielen, die jetzt noch kommen und die schon gekommen sind von 2018er Modellen. Nächste Woche, keine Ahnung, wann dieses Video online gehen wird, vielleicht sogar später, aber dann kann ich euch trotzdem darauf hinweisen, Kollege K.O. testet die Kawasaki Z900 RS, vielleicht sogar die Z900 RS Café, ich weiß es nicht genau, diesen Retro-Klassik-Verschnitt auf moderner Basis, schaut geil aus. Hier aber eben mein Metier, die Reiseenduros, die Tiger 1200, und bin voll und ganz zufrieden. Wetter hat gepasst, Straßen waren super. Ich bin hellauf begeistert, aber jetzt bin ich auch schon am Ende. Danke fürs wirklich lange Zuhören und Zuschauen. Pfiat euch und einen schönen Abend noch. Oder einen schönen Morgen oder einen schönen Mittag. Danke fürs Zuschauen.